Hallo, heute habe ich wieder ein Haul für euch und ich zeige euch, was sich so in dem letzten Monat bei mir angesammelt hat. Und das erste Teil ist das Kleidungsstück für Dezember. Also wie ich in den letzten Videos erwähnt habe, habe ich ein Shopping-Ban, wo ich mich auf ein Teil pro Monat begrenzt habe. Und deswegen gibt es in diesem Haul auch wieder nur ein Kleidungsstück. Und das ist dieses Kleid von Topshop. Das ist so dunkelblau und relativ lang, also bis zu den Waden ungefähr. Und das ist aus Seide, hat hier vorne Taschen, was ich ganz cool finde. Ist relativ weit geschnitten, aber ja, ich finde, das macht sich bestimmt im Sommer ganz gut. Und ich traue mich jetzt irgendwie mehr so an längere Kleider ran, obwohl ich halt eher so ein kleinerer Mensch bin. Aber das könnte eigentlich trotzdem, finde ich, ganz schön aussehen. Und da freue ich mich dann, das im Sommer anzuziehen. Als nächstes hätte ich zwei Schmuckstücke und eins davon habe ich heute gekauft, weil es bei Sabrina Dehoff diesen Christmas Sale gab. Und da gehe ich jetzt schon seit den letzten 2 Jahren irgendwie hin. Und zwar gibt es da einmal den Sample Sale, wo so Einzelstücke für wahnsinnig günstig angeboten werden. Und einmal kriegt man 20% auf die gesamte Kollektion. Und da habe ich dieses Mal auch wieder zugeschlagen. Und zwar habe ich mir diese Ohrstecker gekauft. Und ja, ich habe mir vorher schon überlegt, oh, ich hätte irgendwie Lust auf so Statement-Ohrstecker und habe in normalen Läden einfach nie so richtig das perfekte Paar gefunden. Den Stil von Sabrina Dehoff finde ich eigentlich immer ganz cool, weil sie hat halt so viele verschiedene Kollektionen, aber man kann trotzdem immer erkennen, dass es einfach ein Stück von Sabrina Dehoff ist. Und dann habe ich im Laden diese Ohrstecker gefunden und die fand ich halt richtig cool, weil die sehr funkelig sind, ziemlich auffallend, aber irgendwie nicht zu over the top und nicht zu krass einfach. Da bin ich ganz glücklich mit dem Fund. Das zweite Schmuckstück habe ich eigentlich schon in den letzten Videos von mir getragen und zwar ist es dieser roségoldene Ring und eigentlich ist es so ein Above the Knuckle Ring, den man hier so zum Beispiel an der Stelle vom Finger trägt, aber ich trage ihn jetzt irgendwie einfach am Kleinfinger, weil das praktischer ist, weil der am Ringfinger ein bisschen zu locker sitzt, dass er so leicht abfliegt, wenn man halt irgendwie was macht. Und so finde ich das mit dem anderen Ring, den ich auch von derselben Marke habe, auch in Roségold, ganz schön zusammen. Und ja, ich stehe auf so kleine, filigrane, schlichte Ringe irgendwie. Und dann habe ich noch ein paar Beauty-Sachen und das erste Teil habe ich mir von einer Freundin mitbringen lassen, weil sie in London auf einem Kurztrip war und mich vorher gefragt hat, so ja Nisi, was sind Dinge, die ich unbedingt kaufen muss oder gibt es etwas, was ich für dich mitbringen könnte? Und da habe ich ihr gesagt, oder da habe ich sie darum gebeten, mir dieses Trockenshampoo von Chloe wahrscheinlich, mitzubringen. Und darüber habe ich im Internet relativ viel gelesen, dass es halt ganz gut sein soll und ich probiere ganz gerne einfach neue Trockenshampoos aus und war einfach gespannt, wie das dann so wirklich ist. Ich habe es jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich finde den Duft richtig, richtig schön, also sehr schön frisch. Es hinterlässt, also man muss ziemlich aufpassen, weil es sonst sehr schnell so einen weißen Fleck im Haar hinterlässt. Aber sonst gibt es schönen Volumen und dieses frische Gefühl in den Haaren und es riecht ganz schön. Aber ich werde mal noch gucken, ob es wirklich besser ist als alle anderen, die ich bisher ausprobiert habe. Das nächste wäre ein Set von This Works und zwar das Deep Sleep Pillow Talk Set. Und das habe ich mir hauptsächlich wegen dem Deep Sleep Pillow Spray gekauft. Und das ist ein Spray, das soll für guten Schlaf sorgen. Und ich habe momentan das Problem, dass ich einfach schlecht einschlafen kann, weil ich über viel zu viele Dinge nachdenke. Und das soll ein bisschen dagegen helfen. Also das riecht sehr stark nach Lavendel und das soll so ein bisschen beruhigend wirken. Und da bin ich mal gespannt, ob es wirklich hilft. Und in dem Set dazu gab es noch dieses Deep Sleep Stressless. Und das ist ähnlich wie Chinaöl, nur nicht ganz so intensiv und von Duft her mehr lavendellastig. Und das soll so ein bisschen beruhigend wirken und das stelle ich mir dann auch eigentlich ganz praktisch dazu vor. Als nächstes hätte ich ein weiteres Set und zwar für die Badewanne und zum Duschen. Und das ist von, und ich kann es bestimmt nicht richtig aussprechen, von Aromatherapy Associates. Und zwar das Essential Bath and Shower Oils Set. Und da sind so 3 kleine Mini-Versionen drin. Und von dieser Marke habe ich
ganz besonders oft bei Viviana das Make-up gehört. Die schwärmt unheimlich viel von diesen Badeölen und das sind einfach die besten Badeöle überhaupt sein. Und es riecht schon so alleine von der Box her. Und ich wollte da einfach so ein kleines Set kaufen, wo ich so verschiedene Duftrichtungen ausprobieren kann. Und eigentlich haben die noch so Sets, wo 9 oder 10 Badeöle drin sind. Und ich wollte aber erstmal, wo halt die 3, aber dann ein bisschen größer enthalten sind. Und hier sind Relax, De-Stress und Revive enthalten. Und da bin ich ganz gespannt, wie gut die halt wirklich sind. Ich glaube halt wahrscheinlich schon. Und ja, da freue ich mich schon auf mein nächstes Bad und werde das dann ausprobieren gleich direkt. So, das waren eigentlich alle Sachen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, denn da habe ich was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und ja, bis dann. Tschüss!